Moin Freunde, ich treibe mich heute auf der Gary Island rum, auch bekannt als Fraser Island. Und das ist die größte Sandinsel der Welt und gehört zudem zum Weltnaturerbe. Ist ganz schön laut hier, aber wunderschön. Die Insel beinhaltet sehr, sehr weite weiße Strände. Die Insel erstreckt sich über 125 Kilometer roundabout und beinhaltet am Strand einen Highway, wo man 80 km/h fahren darf. Einzigartig auf der ganzen Welt. Und über die vielen, vielen Jahre hat sich hier ein wunderschöner subtropischer Regenwald entwickelt, wie man auch sehen kann und hören kann. Außerdem gibt es hier sehr viele Dingos und sehr viele Touren, die hier durchführen. Die Herkunft der Dingos wurde ja am Ende gar nicht so wirklich ergründet. Manche sagen vor 3000 Jahren, andere sagen vor 5000, andere sagen vor 8000. Man kann sich einig sein, vor vielen, vielen tausend Jahren haben Besucher, Seefahrer die damaligen Hunde mitgenommen und über die Jahrtausenden sind die richtig verwildert und sind jetzt so eine Art Wildhunde, sage ich mal. Und die kommen hauptsächlich in Australien vor und in gewisser Weise auch noch in Zentralasien, aber da gibt es nur wirklich sehr, sehr wenige. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen aufgrund der Geräuschekulisse hier. Aber es ist wunderschön. Ich werde hier heute mal ein paar Eindrücke vermitteln. Hier gibt es auch wunderschöne Süßwasserseen und ich bin gespannt. Einige fragen sich jetzt bestimmt, warum hat diese Insel überhaupt zwei Namen? Gary Island, Fraser Island. Ja, das kann ich euch sagen. Und zwar kommt der Name Gary Island oder Gary Island von den traditionellen Bewohnern dieser Insel, der Butchalla-Stamm. Und die haben früher, vor vielen tausend Jahren, dieser Insel den Namen Gary Island gegeben, was so viel bedeutet wie Paradies. Später hat sich dann der Name Fraser Island eingebürgert. Und zwar hing das mit einem Schiffbruch zusammen. Ein englisches Schiff hat hier 1836 einen Schiffbruch erlitten. Und die Besatzung, ein paar davon, haben dann hier 6 Wochen auf dieser Insel gelebt, bis sie gerettet wurden. Unter anderem die Frau Eliza Fraser vom verstorbenen Kapitän. Und deswegen gibt es den Namen Fraser Island. Wenig später hat dann der Bundesstaat Queensland sich dazu entschieden, den Namen Gary Island wieder anzunehmen und damit sozusagen die Ureinwohner zu honorieren. Das Gebäude hier ist auch bekannt als Central Station, weil das war der zentrale Punkt früher für die Holzgewinnung. Hier haben die Holzfäller ihre Hütte aufgeschlagen. Natürlich wurde das Ganze ein bisschen restauriert, aber das war hier der zentrale Punkt, weil es gute Wasserquellen in der Nähe gibt. Hier sieht man auch noch ein Bild von früher. 1920 wurde das gebaut. Und hier sieht man halt das alte Dach, das neue Dach. 1920. Die Holzfäller. Richtig geile Bäume hier. Hier sehen wir ein schönes Beispiel von den Häusern, wo die Holzfäller damals gewohnt haben. Das ist noch das einzig übrig gebliebene Haus dort von dieser Zeit. Haben sie natürlich auch ein bisschen restauriert, aber so haben damals die Holzfäller gelebt. Hier sieht man die Veranda, Schlafzimmer, Dusche, Küche.
bin jetzt hier beim Eli Creek, Freunde. Einer der größten Süßwasserbäche dieser Insel. Und hier fließen wirklich pro Stunde 4,2 Millionen Liter durch. Ihr habt richtig gehört, 4,2 Millionen Liter. Ist sehr frisch, kommt direkt aus der Quelle. Und man sieht hier auch schon die ganz schöne Strömung. Die meisten, die hier sind, die haben sich irgendwie ein Pavillon aufgebaut, einen Grill mitgebracht. Wir genießen hier einfach nur den Tag. Es ist ziemlich beliebt, die Stelle. Etwas abseits ist es ein bisschen ruhiger. Und die meisten, die nehmen Schwimmreifen mit und lassen sich dann hier einfach dahin treiben. Ist natürlich cool, wenn man einen hätte, habe ich natürlich nicht. Aber hier durchzulaufen ist auch schon ziemlich entspannt. Ja, hier ist der Eingang. Hier kann man sozusagen mit einem Schwimmring, kann ich nur empfehlen, den zu haben, habe ich nicht. Kann man hier reingehen und sich wieder nach vorne floaten lassen, weil hier eine ganz schöne Strömung ist, wegen der Wassermassen. Schon ziemlich lustig, auf alle Fälle. Vor allem, wie die alle hochschrecken, weil das arschkalt ist. Das ist schon ziemlich nett hier, muss man sagen. Wie gesagt, auf dieser Insel leben auch Dingos. Aber ich gehe nicht davon aus, einen zu sehen, weil die nachtaktiv sind. Es wird zwar auch überall gewarnt, weil hier zum Beispiel zwischen Dezember und Februar möchte der Nachwuchs Stärke repräsentieren und soll angeblich irgendwie ein bisschen aggressiv wirken. Aber dazu muss man sie natürlich erstmal sehen. Ich habe noch keinen gesehen. Ich erwarte es, wie gesagt, auch nicht. Die sind scheu und die Insel ist riesengroß. Das hier ist der besagte Highway am Strand. 75 Mile Beach. Schon besonders irgendwie. So einen kleinen Touch von St. Peter-Ording. Kann man ja auch auf den Strand drauf fahren. Freunde, das ist das berühmte Schiffswrack dieser Garry Island. Das Mahino-Schiffswrack. Wurde 1905 gebaut in Schottland. Ist knapp 133 Meter lang gewesen. Und war damals ein Luxus-Passagierschiff, welches knapp 400 Leute beherbergen konnte. Und pendelte hauptsächlich zwischen Sydney und Auckland. Im Ersten Weltkrieg allerdings wurde es zu einem Lazarettschiff umgebastelt und auch genutzt. Danach pendelte es weiter zwischen Sydney und Auckland. 1935 war es dann langsam seeuntüchtig und sollte nach Japan geschleppt werden. Und auf dem Weg nach Japan ist der Schlepper in einen Sturm geraten, das Seil ist gerissen und letzten Endes ist das Schiff, die Mahino, hier an Land gelaufen, am 75 Mile Beach. Und alle Versuche, das Ding zu bergen und wieder wegzubringen nach Japan, um es als Altmetall zu verkaufen, ist gescheitert. Und so ist es dann einfach hier liegen geblieben und der Zeit überlassen. Und im Zweiten Weltkrieg hat die Royal Air Force von Australien das Ganze als Zielort benutzt für Schussübungen. Kann man mal machen. Ansonsten sieht das irgendwie schon ganz cool aus, ist ziemlich verrostet, aber ist ganz geil.
Ja, es zerbricht langsam auseinander. Wer weiß, wie lange das hier noch steht. Aber ist schon ganz cool. Hier im Hintergrund sehen wir die Pinnacles. Das sind Sandklippen, die sich in mehreren tausend Jahren geformt haben. Und trotzdem sind sie extrem weich und zerbröseln in der Hand. Und durch die zig verschiedenen Mineralien, die dort in den Sand vorkommen, bildet sich diese Farbkultur. Freunde, das ist Lake Mackenzie oder Burangura, was in der Bachala-Sprache so viel heißt wie Wasser der Weisheit. Das ist ein richtig geiler See. Kristallklar blau. Und woher hat er die blaue Farbe? Tatsächlich durch den Himmel, durch die Reflexion und durch die Lichtbrechung. Absolut geil. Dazu dieser weiße Sand und diese üppige Vegetation. Der subtropische Regenwald, das ist auch einzigartig. Regenwald, der aus weißem Sand wächst. Wo gibt es das, Leute? Wo gibt es das? Das geht auch nur, weil dieser Sand so reichhaltig mit Nährstoffen ist. Man kann hier einfach mitten im Dschungel buddeln, im Regenwald. Und das ist einfach feiner Sand. Und jetzt kommt das richtig Verrückte. Dieser Lake Mackenzie. Man kann es sich nicht vorstellen, aber dieser See liegt wirklich auf einer riesengroßen Düne. Man kann es sich nicht vorstellen, wie gesagt, wegen dieser Vegetation hier. Aber es ist wirklich so. Verrückt. So, ich gehe jetzt mal rein. Freunde, ist das geil. Das Wasser ist so warm. Und das wird hier schlagartig tief, deswegen ist es auch so dunkel. 10 Meter ist da knapp tief, 19 Meter. Schlagartig tief. Ich bin gar nicht so tief drin. Ja, hier muss man tatsächlich auch aufpassen auf die Dingos. Hier sind schon mal Angriffe verzeichnet worden. Ich würde mich ja freuen, wenn ich einen sehe. Aber das glaube ich nicht. Ah. So Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ein kurzes Video über Fraser Island oder wie es seit 2022 wieder heißt, Gary Island. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, ich würde mich sehr freuen. Ansonsten sei gesagt, mein Fazit ist, die Insel ist schon beeindruckend. Dieser Sand ist geil, diese Seen, diese Bäche sind sehr geil. Diese Vegetation ist natürlich auch richtig gut. Aber Dingos wird man hier wahrscheinlich so am Tage sehr selten sehen. Wenn ihr euch unschlüssig seid, ob ihr hierher fahren wollt oder müsst oder... Man muss es nicht. Ist meine persönliche Empfehlung, man muss es nicht. Wenn man Zeit hat, kann man es mitnehmen. Weil die typischen Touri-Spots, die sind sowas von überlaufen. Natürlich ist dieser See hier zum Beispiel mega geil. Aber das ist nur meine Einschätzung. Was ihr draus macht, ist euch überlassen. In diesem Sinne, ich gehe noch ein bisschen schwimmen.